Hier eine Erklärung zum Präsidialsystem. Dazu passend nehmen wir das Beispiel Türkei, weil es dort 2017 vom türkischen Volk mit 51,4% angenommen wurde. Die Türkei wollte schon sehr lange von einem parlamentarischen Regierungssystem zu einer Präsidialdemokratie wechseln. Damit möchte sie die Demokratie im Land noch mehr stärken. Das türkische Volk soll die politische Macht selbst in die Hand nehmen können. Das türkische Volk konnte über eine Vorlage mit 18 Artikeln abstimmen, welche im Vorfeld vom türkischen Parlament ausgearbeitet wurde. Dabei wurde das Militärgericht und der Premierminister abgeschafft und übrig bleibt der Parlamentspräsident. Insbesondere wurde auf die Gewaltenteilung gestärkt. Die drei Gewalten Legislative, Exekutive und Judikative sind politisch und gebäudetechnisch unabhängig und unvoreingenommen voneinander getrennt. Das sind die wichtigsten Neuerungen im türkischen Präsidialsystem. Um die Demokratie zu stärken, wurde die Zahl der Abgeordneten von 550 auf 600 Parlamentarier erhöht. Das türkische Volk kann an Parlaments- und Präsidentschaftswahlen alle 5 Jahre am selben Tag alle 600 Abgeordneten und einen Präsidenten selber wählen gehen. Mit 100.000 Unterschriften kann das Volk einen eigenen Präsidenten als Kandidaten vorschlagen. Das passive Wahlrecht wurde dabei von 25 auf 18 Jahre herabgesetzt. Politiker können in der Türkei also ab 18 Jahren kandidieren. Präsident kann werden, wer mindestens 50% plus eine Stimme bekommt. Sonst müssen die Spitzenkandidaten in eine weitere Stichwahl an einem späteren Zeitpunkt. Der türkische Präsident darf höchstens 2-mal 5 Jahre im Amt bleiben. Der Präsident kann das Parlament auflösen, verliert dabei aber auch seinen eigenen Posten. Der Präsident kann Dekrete, Veto oder einen Ausnahmezustand erlassen. Das Parlament kann diese jedoch abändern oder ablehnen. Die Kontrolle liegt beim Parlament. Der türkische Präsident besitzt keine Immunität mehr und kann vom Parlament wegen einer Straftat in Untersuchungshaft überführt werden oder vor das oberste Verwaltungsgericht gezogen werden. Während eines Verfahrens müssen seine Stellvertreter regieren, welche er vorher ernannt hatte. Bei einer Verurteilung endet sein Amt. Die Türkei brachte mit dieser Verfassungsänderung die direkte Demokratie ins Land, denn die Bürger bestimmen selbst, welche politische Richtung eingeschlagen werden soll. Sonst wählen sie nach 5 Jahren einen anderen Präsidenten. Türken können auch an einem Referendum über Gesetzesvorlagen abstimmen.